Jessica, willkommen zurück zu einem neuen Video. Einige von euch hatten danach gefragt und wir malen heute einen Hintergrund und zwar von diesem Mosaik. Das ist das Buch World of Flowers von Joanna Basford. Ich habe bei mir in den Social Media Seiten schon ein bisschen erzählt, dass ich auf dieser Doppelseite so ein Nacht, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang Schema gerne hätte und einige von euch haben netterweise vorgeschlagen, dass ich die Mosaiks, die ich schon zuallererst gemalt habe, auch auf die anderen größeren Flächen übertragen kann, und diesen Vorschlag habe ich mir zu Herzen genommen, weil meine Farbkombinationen mir leider etwas ausgegangen sind. Also den Hintergrund hier habe ich hier angewendet, den Hintergrund hier habe ich hier unten bei dem Schmetterling angewendet. Und viele von euch fanden den Hintergrund ganz toll und den werde ich hier auf der großen Fläche anwenden. Ja, ich benutze ein Sammelsurium an Stiften, aber ich habe für euch sowohl die Polychromo als auch die Prismacolor Kombination rausgesucht. Ich benutze 935 Schwarz, Derwent Lightfast Violet, dann Pablo Carandache Violet 120, Purpurviolett 136, Purple 90 und Prismacolor 939. Die Polychromo-Kombinationen sind Schwarz, ganz klar, dann Mauve 249, Purpurviolett 136, Purpurrosa Mittel 125 und Fleischfarbe Hell 132. Die Prismacolor-Kombinationen sind auch wieder schwarz, dann die 932, 1008, 995 und 939. Ich habe einen Stift mehr, einfach weil das Derwent Lila so dunkel ist, dass ich noch eine Übergangsfarbe zu meinem Purpurviolett brauche. Und dafür nehme ich das Pablo Violett. Bei euch fehlt quasi diese Farbe und ihr geht von dem dunklen Lila direkt zu dem helleren Lila über. Also wundert euch nicht. So, ein bisschen die Kamera herangeholt. Wir fangen so an, wie ich anfangen würde, wenn ich mit einem Hintergrund unsicher wäre. Ihr könnt beispielsweise auch das Bild kopieren und übungsweise malen und gucken, wie es aussieht, wie ihr die Farben einteilt. Ihr könnt das Bild abpauschen und malen oder einfach auf einem Blankopapier ausprobieren, wie ihr auf dieser Fläche die Farben aufteilen würdet. Ich habe das schon in meinem Übungsbuch gemacht. Ich habe tatsächlich 3 Versuche gebraucht, um die Farben so einzuteilen, wie es mir gefällt. Und ich rate euch immer, fangt mit der hellsten Farbe an bei so großen Hintergründen. Arbeitet euch zur dunkelsten Farbe vor, weil ihr dann auf dem Rückweg mit der dunkelsten Farbe anfangen könnt, um noch Korrekturen zu machen. Das heißt, wenn ihr zu viel von der hellen Farbe zu Anfang eingeblendet habt, dann könnt ihr mit der dunkleren Farbe immer noch mal drüber gehen. Aber umgekehrt geht das einfach nicht mehr. Deswegen fangt wirklich mit der hellsten Farbe erstmal an. Bei dem Hinweg, wenn ihr euch unsicher seid, wie ihr die Farben einteilt. Ganz wichtig ist auch noch nicht stark zu drücken,
sondern ganz leicht zu arbeiten. Ich lasse hier unten so ein paar Millimeter weiß, setze so 2 bis 3 Millimeter über dem Rand mit meinem hellsten Farbton an. Das ist die 939 bei den Prismacolors und die 132 Fleischfarbe hell bei den Polychromos. Es wird oft die Frage gestellt, soll ich zuerst den Hintergrund malen oder zuerst das Bild? Also, es kommt immer auf das Medium an, das ihr benutzen möchtet. Wenn ihr jetzt zum Beispiel Pastellkreide als Hintergrund benutzen möchtet, fangt lieber mit dem Bild an, weil Pastellkreide sehr leicht schmiert, wenn ihr mit der Hand darüber geht. Dann würdet ihr die Pastellkreide in das Bild schmieren, das ihr eigentlich noch ausmalen möchtet, und somit würdet ihr natürlich die Farben verändern, die ihr benutzen möchtet. Wenn ihr mit Aquarell malt, würde ich euch eine Masking Fluid empfehlen. Ich habe hier sogar eine in der Schublade. Das ist nur ein Beispiel. Es gibt viele verschiedene Marken, die das benutzen, die das verkaufen. Und zwar ist das so eine Art, also es ist flüssig. Ihr könnt es mit einem Pinsel auftragen. Allerdings nehmt wirklich einen Pinsel, den ihr danach nicht mehr benutzen möchtet, weil das Zeug ist wie Kleber. Es klebt so unglaublich an den Pinselhaaren. Ihr kriegt den Pinsel nicht mehr sauber danach. Und dann würdet ihr damit quasi die Flächen anmalen, die ihr hinterher nochmal mit dem Buntstift ausmalen möchtet. Und wenn ihr könnt dann mit dem Aquarell über das ganze Bild gehen. Diese Flächen werden durch diese Gummischicht oder Kleberschicht beschützt und bleiben dann natürlich aquarellfrei. Hinterher kann das Ganze abgerubbelt werden. Funktioniert gut, habe ich schon mal ausgetestet. Es gibt auch viele Künstler, die das in ihren Videos benutzen, also wenn es euch interessiert, könnt ihr ja mal danach Ausschau halten. Auf jeden Fall würde ich das erstmal den Aquarell-Hintergrund machen, dann die ganze Masking Fluid abrubbeln und dann den Buntstift-Hintergrund machen. Das Ganze gibt es auch als Stifte, das heißt, wer sich nicht mit einem Pinsel rumschlagen möchte, weil das manchmal sehr mühsam ist, der kann das Ganze natürlich auch mit diesen Masking Fluid Stiften machen. Das ist viel sauberer und unkomplizierter. Leider habe ich erst erfahren, dass es solche Stifte gibt, nachdem ich diese Flüssigkeit schon gekauft hatte. Aber es hält mich natürlich nicht ab, irgendwann mal auch die Stifte zu kaufen. Wenn ich es mehr benutzen sollte, natürlich. Im Moment habe ich hier genug mit meinem Buntstift-Hintergrund zu tun auf dieser Doppelseite. Es wird also dauern, bis ich irgendwann mal zu meinen Aquarell-Hintergründen komme. Ich werde nicht den kompletten Hintergrund malen, sondern quasi nur dieses Stück. Einfach als Vorführzwecke für euch. Also ich male wirklich ganz leicht. Ihr werdet hier kaum Farbe sehen. Es wird hinterher auf jeden Fall noch dunkler. Ich versuche schon ordentlich zu malen. Also ich kritzel nicht wild rum. Ich versuche gleichmäßig zu malen, sodass man die einzelnen Schraffuren nicht so doll sieht und ich hinterher immer noch gut blenden kann, ohne harte Kanten zu haben. So, ich denke, so hoch möchte ich meinen Pfirsichton circa haben. Jetzt greife ich zu meiner nächsten Farbe. Bei mir ist es Pablo Purple, die Nummer 90. Bei den Polychromos wäre es Purpurrosa Mittel 125. Bei den Prismacolors wäre es die 995. Ich blende jetzt in meinen Pfirsichton rein, sodass sich die beiden Farben überlappen. Auch hier male ich sehr, sehr leicht. Ich muss immer mal wieder kontrollieren, wie hoch ich damit gehe. Bis hierhin circa. Auf meiner Übungsseite habe ich mir das markiert, wie hoch ich gehen möchte. Das ist manchmal gar nicht so leicht einzuschätzen, wenn man mitten im Malen ist. Dann gefällt einem die Farbe so gut und man ist gerade so gut dabei, dass man doch unterschätzt, wie viel man schon gemalt hat. Und dann ist man hinterher traurig, dass der Hintergrund nicht so geworden ist, wie man es eigentlich wollte. Ist mir auf jeden Fall schon ein paar Mal passiert.
Die nächste hellere Farbe ist Purpurviolett 136 bei den Polychromos und 1008 bei den Prismacolors. Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, aber ich benutze einen neuen Kamerawinkel. Ich bin ja im Moment am Austesten, welcher Kamerawinkel am vorteilhaftesten zu malen ist. Lasst es mich immer in den Kommentaren wissen, was euch an dem Winkel gefallen hat und was nicht. So ist es für mich leichter herauszufinden, was ich ändern muss oder was ich beibehalte. So. Von diesem hellen Lila gibt es hier nicht so viel. Hier zur Mitte hin ist mehr freie Fläche und hier ist sehr viel Grünzeug drin. Da muss ich eher gucken, wo ich jetzt welche Farbe einsetze. So, ich greife zu meinem nächsten Lila. Ihr würdet jetzt mit dem Purpurlila, mit dem Purpurviolett und der 1008 erstmal weitermalen, weil ich ja eine Farbe mehr habe. Diesen ganzen Lücken hier muss man so ein bisschen gucken, wo welches Blatt ist. So, diese Ecke hier nehme ich noch mit. Und jetzt würden wir zu unserem dunkelsten Lila wechseln. Das wäre Polychromo Mauve 249 und Prismacolor 932. Das hier würde ich auch noch mal unterteilen. Okay. Oben würde mein Schwarz jetzt anfangen. Ja, soweit habe ich die Farben eingeteilt. Denke auch, dass das gut aussehen wird. Ich fange jetzt an, von oben nach unten zu malen. Und dabei ist es wichtig, dass eure Stifte spitz sind. Wenn ihr mit stumpfen Stiften stark pigmentiert malen möchtet, also wirklich so dunkel, wie ich das hier gemalt habe, dann wird das ein bisschen anstrengend und ihr werdet die Struktur des Papiers vorschnell zerstören, bevor ihr genug Farbe aufs Papier bringt. Also achtet wirklich darauf, dass eure Stifte spitz sind. So könnt ihr schneller oder besser in die kleinen Ecken hier natürlich und könnt dann auch viel besser mehrere Farbschichten auftragen, ohne die Struktur des Papiers vollständig zu zerstören. Und auch diese weißen Flecken, die hier bleiben, diese Körnungen, die zerstört ihr mit der Spitze des Stiftes oder ihr kommt in diese kleinen Körnungen mit der Spitze des Stiftes viel besser. Ich drücke jetzt sehr stark, weil ich ja schon weiß, wie meine Farben aufgeteilt sind und ich jetzt auf dem Rückweg mein Bild oder die Ecke des Bildes richtig verblenden möchte. Wenn ihr noch unsicher seid, könnt ihr natürlich noch einen zweiten Gang über das Bild machen und die Farben erstmal ein bisschen intensiver malen, um nochmal ein Gefühl dazu kriegen, um noch Korrekturen zu machen. Aber ich bin mir jetzt schon relativ sicher, dass ich das so haben möchte. Ich male mit kleinen kreisenden Bewegungen und schon relativ starkem Druck, um diesen Burnishing-Look zu kriegen, also um wirklich so viel Farbe aufs Papier zu kriegen wie möglich, weil dieser Sonnenuntergangs-Nachthimmel sehr, sehr
farbintensiv sein soll. Jetzt lasse ich den Druck nach und blende das Schwarz etwas aus, damit ich gleich mit meinem dunklen Lila bei dem Schwarz ansetzen kann und keine harten Übergänge habe. Hier bringe ich auch noch ein bisschen Schwarz ein, einfach um etwas mehr Schatten zu geben. Aber auch wieder etwas ausblenden, damit mein Lila keinen Absatz hat. Wir haben ja vorher drüber geredet, was mehr Sinn macht, ob ich erstmal meinen Hintergrund male und erstmal mein Bild. Und bei Buntstift-Hintergründen bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Ich male jetzt hier erstmal meinen Hintergrund, weil ich mir nicht sicher bin, wie meine Blumen gemalt werden sollen, wie sie auf dem Hintergrund aussehen. Bei so einem starken Hintergrund ist es ein bisschen schwierig, die Farben einzuschätzen, finde ich, weil der Hintergrund die Farben noch mal ein bisschen verändert oder dem ganzen Bild einfach ein anderes Gefühl gibt. Deswegen male ich hier den Hintergrund zuerst, aber ich achte darauf, dass ich den Farbstaub oder den Abrieb von den Stiften runterpuste. Oder man kann alternativ auch mit einem sehr weichen Pinsel die Sachen ganz leicht runterfegen. Aber für mich arbeitet das Pusten wirklich am besten. Nie mit der Hand drüber wischen, weil ihr dann den Abrieb in euer Bild wischt. Und das verändert natürlich auch wieder die Farben, die ihr hinterher benutzen möchtet. Ja, also bei Stiftehintergründen bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Ich denke, da muss jeder gucken, was einem am besten liegt. Kann man vorsichtig genug malen, dass man nicht mit der Hand den Hintergrund ins Bild wischt? Oder malt man den Hintergrund zum Schluss einfach, um diese ganzen Schönheitsflecken, wenn man ab und zu mal so ein bisschen über die Kante malt, noch etwas kaschiert. Und ich würde euch auch immer empfehlen, als Rechtshänder von links nach rechts zu arbeiten oder von der einen Ecke in die andere Ecke oder als Linkshänder halt eben andersherum, damit man nicht ständig mit der Hand übers Bild wischt. Ich blende jetzt in mein Schwarz und mein Lila ist wirklich sehr dunkel, ne? Ihr seht das ja. Es hat wirklich einen sehr, sehr starken Farbton. Ich versuche die Kanten sauber zu malen, damit ich nicht in mein Bild reinmale. Und ich lasse hier mein dunkles Lila etwas auslaufen. Ihr könnt auch solide runtermalen. Also ich möchte in jedem Quadrat so einen kleinen Effekt erzielen, so einen kleinen Gradienten malen, einfach damit es nicht langweilig aussieht, sondern damit man ein paar kleine Übergänge hat. Jetzt nehme ich wieder mein dunkles Lila und mit starkem Druck, kleinen kreisenden Bewegungen setze ich hier wieder an. Ich muss ein bisschen nachspitzen, weil mir die Ecke da zu klein ist. Also wenn der Stift spitz ist, das ist ja auch ein Zungenbrecher, braucht man wesentlich weniger Druck, weil die Farben besser in diese kleinen Papierrillen kommt. Dann lasse ich mein Lila etwas auslaufen. Um wieder einen kleinen Gradienten in diesem Bereich zu bilden. Ich finde, man kann hier kaum das Lila von dem Schwarz unterscheiden, so dunkel wie es ist. Und hier noch mal ein bisschen dunkles Lila auslaufen lassen.
hier würde ich sogar auch wieder mit dem dunklen Lila ansetzen, kleine Gradienten zu bilden. Mit dem hellen Lila, also das Purpurviolett, male ich die Flächen hier unten aus, die ich heller lassen wollte. Hier sind noch so ein paar Ecken, die man mitnehmen muss. Also es sieht nicht nach viel Arbeit aus, aber hier sind einige kleine Flächen. Ich glaube, während ich dieses Bild male, wird mir noch so einiges auffallen, was ich dann wahrscheinlich vorher übersehen habe in den Details. So, auch hier würde ich wieder so den Rand ein bisschen dunkler malen und das Lila auslaufen lassen. Hier auch wieder die Ecke wie ein Schatten, ein bisschen dunkler. Genauso wie hier. Um ein bisschen mehr Kontraste reinzubringen. Und dann natürlich wieder leicht ausblenden, damit man die nächste Farbe ohne harte Kanten reinblenden kann. Und das sind alles Korrekturen, die ich noch machen kann, weil ich wirklich sehr leicht erstmal gearbeitet habe. Und jetzt noch genug Weiß übrig ist, um meine dunklen Flächen einzuarbeiten. Und so ist es für mich am einfachsten, noch Dinge zu korrigieren, wenn mir was einfällt. Zum Beispiel das mit den Schatten hatte ich jetzt überhaupt nicht geplant oder mit einkalkuliert. Aber es macht ja eigentlich Sinn, wenn man jetzt an so einen Sonnenaufgang denkt oder an einen Sonnenuntergang. Da werden ja sehr, sehr viel Schatten geworfen, einfach weil die Sonne so tief steht. Und das sollte man in solchen Bildern etwas mit einbeziehen. Ich habe jetzt übrigens zu meinem hellsten Lila gewechselt. Das Purpurviolett, die 136 und dazu wäre das Äquivalent die Prismacolor Farbe 1008. Ich blende hier jetzt das Lila raus. Genauso würde ich das hier machen. Und ein bisschen nachspitzen, um in die kleinen Ecken zu kommen.
Könnte auch hinterher noch mit einem dunklen Lila hier bei den Blumenstielen und bei den Blumen Schatten setzen, aber das würde ich wirklich erst machen, wenn der Hintergrund komplett ist und ich ein bisschen einschätzen kann, wie das Ganze aussehen wird. Aber so als Vorschlag für euch, das sieht dann auch noch alles ein bisschen plastischer und lebendiger aus, gibt dem Bild etwas mehr Tiefe. Und ich würde das Lila zum Beispiel nicht gleichmäßig runterziehen, sondern vielleicht an einer Stelle nur bis hierhin, an der anderen Stelle ein bisschen weiter runter bis hier. Einfach damit das Licht etwas ungleichmäßiger fällt und das nicht alles so uniform aussieht, wie zum Beispiel hier. Bei diesem Hintergrund habe ich das wirklich uniform Schicht für Schicht gemacht. Aber bei so einem Hintergrund, wo auch die Blumen unterschiedliche Höhen haben und alles so ein bisschen wild ist, würde ich nicht unbedingt die Farben gleichmäßig für jede Schicht behandeln, sondern etwas unterschiedlich auftragen. Mein Pink, das wäre für euch Purpur-Rosa Mitte 125 bei den Polychromos und 995 bei den Prismacolors. Ich male hier wirklich erstmal leicht, weil ich bei meinen Probebildern nicht so begeistert davon war, so doll zu drücken und das stark aufzutragen. Irgendwie sahen die Farben dann nicht so gut aus, wie ich das hier auf dem kleinen Mosaik hatte, wo ich wirklich eine Farbe nah in die andere blenden musste. Und das ist hier ja nicht der Fall. Da ist alles so ein bisschen in die Länge gezogen und ich glaube, da muss ich die Farben auch ein bisschen anders behandeln. Aber auch das kann ich hinterher noch korrigieren, wenn mir das nicht gefallen sollte, weil ich ja sehr leicht male und ich meine, stärker kann ich es ja immer noch machen. Und ihr könnt da ja natürlich auch variieren, je nachdem, wie es euch gefällt. Klein kreisenden Bewegungen. Gerade wenn man so leicht malt, würde man sonst sehen, wie man mit dem Stift gemalt hat. Also die Strichrichtung des Stiftes würde man sehen. Und hier blende ich noch ins Lila rein. An den Stellen, wo es mir noch so ein bisschen zu hell vorkommt oder mir die Übergänge nicht gefallen, arbeite ich jetzt noch so ein bisschen nach. Jetzt nehme ich meine hellste Farbe, Prismacolor 939. Bei den Polychromos wäre es Fleischfarbe hell 132.
finde, die beiden Farben kombiniert geben so einen richtig schönen Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang-Ton. Das gefällt mir richtig gut. Hier eine Macke mit dem Stift gemacht, aber das kann ich bestimmt wegradieren, wenn man diese kleinen Schwächeanfälle hat. Ganz leicht ausblenden. Und auch hier wieder ausblenden. Jetzt kann ich das Pink hier noch ein bisschen stärker machen, weil mir das noch ein bisschen zu schwach ist. Also wie ihr seht, das ist wirklich immer so eine Stück für Stück Verbesserung, je nachdem, wie es dann mit der nächsten Farbe aussieht. So, ich hoffe, ihr seht, wie die erste Ecke unseres Bildes aussieht. Ein Hintergrund ist wirklich aufwendig, gerade mit Buntstiften. Ich hoffe, ich konnte euch etwas näher bringen, wie man Schritt für Schritt dabei vorgehen kann. Natürlich könnt ihr euch auch direkt drauf stürzen und mit starkem Druck runtermalen, wenn ihr wisst, wie ihr euch das Bild ungefähr einteilt. Denkt dran, auch in die nächsten Videos reinzugucken. Und ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ihr neu hier seid, herzlich willkommen. Klickt gerne auf den kleinen Button unten in der Ecke, wo Abonnieren steht, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn mein nächstes Video kommt. Würde ich euch auch empfehlen, die Glocke anzuwählen. Ansonsten bleibt dabei und bis zur nächsten Woche. Tschüss!